einfach, kann ich ja mit dem Hund Stöckchen spielen. So macht Berlin Spaß, wenn es so schön warm ist. So, erstmal zurück. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder bei mir hier vorbeischaut. Ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen. Mein Name ist Alejandro, herzlich willkommen zu meinem Channel called Andro. Ich habe in meinem letzten Video euch auch schon bereits etwas gezeigt zu Hippie-Hairstyles und da habe ich euch auch schon einen kleinen Vorgeschmack zu dem gegeben, was als nächstes kommen wird. So viel habe ich gesagt, es kommt zu einer Serie und das hier ist der erste Teil meiner sogenannten DIY-Serie und wie schon der Name sagt, werde ich euch hier einige selbst hergestellte Produkte zeigen, mit denen ihr dann am Ende ein schönes Wash and Go machen könnt. In dem ersten Teil, das ist dann dieses Video, zeige ich euch, wie ihr einen selbst hergestellten Leave-In-Conditioner herstellen könlt. Im zweiten Video zeige ich euch einen wundervollen Curl Definer, der die Locken definiert. Und dann in dem dritten Video zeige ich euch ein wunderschönes selbst hergestelltes Gel. Und in dem allerletzten Video zeige ich euch dann ein Wash-and-Go-Tutorial zu diesen Produkten. Für die, die schon meinen Channel etwas länger kennen, ich habe bereits in meinem allerersten Video ein Wash-and-Go-Tutorial gezeigt. Ich werde dann am Ende dieser Serie das Wash-and-Go-Tutorial mit dem aktuellen DIY Wash-and-Go-Tutorial miteinander vergleichen und sehen, ob es einen Unterschied macht, selbst hergestellte Produkte zu verwenden oder ob es vielleicht doch besser ist, auf industrielle Produkte zurückzugreifen. Das hier ist der erste Teil der Videoserie. Ihr werdet mich allerdings erst im letzten Teil dann wieder sehen. Bei den nächsten Videos gehe ich dann auch schon direkt dann in die Materie hinein. Und meine Lieben, ich hoffe, dass ihr weiterhin sicher bleibt und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao! Was ihr hierfür braucht, ist ein großes Aloe Vera Blatt, Mandelöl, Seidenproteine und ein ätherisches Öl. Ich verwende sehr gerne rotes Mandarinenöl, denn es verleiht dem Ganzen auch eine schöne rote Farbe. Und danach braucht ihr einen Mixer, ein großes Schneidebrett, ein langes, scharfes Messer, eine große Schüssel, ein Handtuch, kann auch ein benutztes Handtuch sein, das spielt überhaupt gar keine Rolle, und einen Löffel. Als erstes legt ihr euch das Handtuch auf den Schoß. Und dann nehmt ihr das Aloe Vera Blatt und schneidet das weiße Ende ab. Als nächstes nehmt ihr die Schüssel und legt das Aloe Vera Blatt oben drauf. Das ist wichtig zu machen, damit die gelbe Flüssigkeit das Aloe Vera Blatt verlässt, das sogenannte Aloin. Dann irgendwann mit der Zeit werdet ihr erkennen, dass dann eben diese orange-gelblichen Tropfen dann hinunterlaufen. Das am besten 15 Minuten so lassen. Hier zeige ich euch in einem alten Video, das ein bisschen mehr damals ausgetreten ist. Das kann von Blatt zu Blatt komplett anders sein. In diesem Fall ist es ein bisschen weniger. Hier könnt ihr sehen, war damals doch schon ganz viel dabei. Und nun könnt ihr die spitzen Enden des Aloe Vera Blatts abschneiden. Aber vorher trenne ich das Blatt noch einmal durch die Hälfte, also tue ich mir dann später leichter beim Aushöhlen des Aloe Veras. Trenne ich die beiden Seiten voneinander. Ich achte darauf, dass die flache Seite oben ist und die geschwungene Seite unten ist. Und dann schneidet das Blatt so nah wie möglich an der glatten Seite ab. Das ist besonders gut, damit ihr dann später dann mit dem Löffel das Aloe Vera Gel einfacher von der geschwungenen Seite aushöhlen könnt. Und natürlich habe ich das Handtuch vorher vergessen auf den Schoß zu legen. Das ist wichtig, um die Hände abstreifen zu können, denn das ist eine sehr glitschige Arbeit. Und dann als nächstes könnt ihr mit dem Löffel dann von der geschwungenen Seite das Aloe Vera herausziehen. Das ist immer so der Fun-Part, sage ich immer, weil der Teil sehr anspruchsvoll ist und meistens auch gerne Kraft raubt und vor allem auch sehr, sehr schleimig ist, würde ich jetzt sagen. Versucht
alles aus dem Aloe Vera Blatt herauszuholen, was herauszuholen ist. Sollten irgendwelche Bestandteile hineinkommen, die nicht hineingehören, wie zum Beispiel weiße Flocken oder grüne Bestandteile, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil diese werden wir dann später herausfiltern. Und das Ganze wiederholt ihr auch mit der anderen Seite des Aloe Vera Blatts. Und alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, wiederholt ihr genau auf der zweiten Hälfte des Blattes. Nur müsst ihr hier ein bisschen mehr aufpassen, denn das Ende des Blattes ist etwas dünner, also schneidet euch bitte nicht. Das weiße Ende, das ich am Anfang abgeschnitten habe, bitte nicht wegwerfen, denn da gibt es auch Aloe Vera herauszuholen. Hierfür erstmal die braunen Ränder abschneiden und dann mit einem Löffel in den Rändern einschneiden, weil so tut ihr euch wesentlich leichter, das Aloe Vera herauszubekommen. Und nun kann das Aloe Vera schön durchgemixt werden. Ich empfehle hinterher mit einem großen Löffel nachzuschauen, ob irgendwelche Stückchen noch im Mixer sind, denn wenn es so ist, dann könnt ihr das Ganze einfach weiter mischen. Danach wird die ganze Masse gefiltert, hierfür braucht ihr ein hohes Gefäß und einen Strumpf. Den Strumpf befestigt ihr in das Gefäß und dann nehmt ihr die Masse und füllt alles nach und nach ein. Und nun könnt ihr das Ganze filtern. Das ist ganz einfach. Einfach das obere Ende nach oben ziehen und das andere Ende mit dem Aloe Vera einfach festhalten. Am Ende bleiben auch alle weiße Flocken in dem Strumpf. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, filtert das Ganze nochmal mit einem Sieb. Am besten, wenn das Produkt schon fertig ist, weil dann könnt ihr euch sicher sein, dass auch wirklich alle Flocken weg sind. Und nun könnt ihr die restlichen Zutaten hinzufügen. Von dem Mandelöl kommt ein Esslöffel, von den Seidenproteinen 5 Tropfen und von dem ätherischen Öl 10 Tropfen. Und dann das Ganze gut durchmischen. Das fertige Produkt fülle ich am Ende in einem alten Behälter eines anderen Produktes ab, denn ich verwerte sehr gerne die Behälter von alten Produkten. Tja, und so sieht das fertige Produkt am Ende aus. Der selbstgemachte DIY Leave-In Conditioner. Hattet ihr auch schon mal solche Erfahrungen mit einem Leave-In Conditioner, den ihr selber gemacht habt? Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Meine Lieben, das war der erste Teil der DIY-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Bis dahin, bleibt sicher und wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!